Ja, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Fassprojekts 2026. Heute wird es darum gehen, dieses Fass, das vorbereitet ist, mit Wasser mehrfach befüllt war, nun leer ist, mit dem Vorbelegungs-Madeira-Wein zu befüllen. Und hier ist er, der Madeira Barbeto, 5 Jahre Medium Sweet aus der Rebsorte Boal oder Bual. Barbeto ist ein sehr traditionelles Madeira-Weingut, 1946 gegründet, hat immer auf Qualität gesetzt. Es gab eine Zeit, wo Madeira-Wein sehr beliebt war. Da ging es dann eher um Masse als um Qualität. Da war Barbeto durchaus auch am Start. Aber man hat sich seit Mitte der 80er Jahre wieder klar auf die Qualitätssachen konzentriert. Und wichtig ist, dass dieser Madeira im Medium Sweet ist. Es ist also kein ganz süßer Madeira. Hier seht ihr ihn abgefüllt als Gegenprobe. Die benötige ich einfach, um zu gucken, wenn ich Proben entnehme aus dem Fass, wie er sich verändert hat. A, farblich, aber B, auch geschmacklich. Denn man muss natürlich kontrollieren, dass auch der Madeira-Wein im Fass nicht kippt und total bitter oder total holzig wird, weil das würde dann natürlich das Whisky-Finish auch behindern. Die Rebsorte Boal ist eine weiße Rebsorte. Das sieht man auch, dass das doch ein recht heller Madeira ist. Madeiras so aus dem Supermarkt sind eher dunkel. Und das ist eine Rebsorte, die ich ganz bewusst gewählt habe, weil sie zwischen Süße und Säure eine wunderbare Balance schafft. Und die Süße ist natürlich wichtig, um nachher im Finish bestimmte Aromen zu bekommen. Und das ist auch gut, um die Tiefe des Whiskys zu verändern und zu verbessern. So ist jedenfalls der Plan. Ich werde ja einen Bourbon-Fass gereiften Whisky nehmen, der hat Vanillearomen. Und hier kommen eben andere Aromen dazu, Nussigkeit, auch Fruchtigkeit, und das sollte eigentlich gut funktionieren. Das ist die Theorie. Und einerseits ist er auch durchaus säurig, und das ist ganz gut, gerade für so ein kleines Fassprojekt, weil die Säure auch verhindert, dass das Fass und die Vorbelegung zu schnell kippt. Das ist eigentlich auch dann eine ganz gute Grundlage dafür, dass man da die Vorbelegung auch gut hinbekommt. Die Reifung erfolgt im sogenannten Cantero-Verfahren, ein traditionelles Verfahren auf Madeira, wo die Weinfässer mit dem entsprechenden Inhalt ganz oben im Weinkeller platziert werden. Dadurch erreicht man eine schnellere Reifung und auch sehr viel oxidative Reifung wohl, weil es einfach im oberen Teil des Weinkellers deutlich wärmer ist als im unteren. Und durch dieses Verfahren erreicht man mehrere Dinge, vor allen Dingen eine lange Haltbarkeit. Also diesen Madeira kann man lange auch in der Flasche offen stehen lassen. Er wird nicht viel Aromen und auch nicht irgendwas anderes verlieren oder auch schlecht werden. Und er hat dadurch auch die Aromentiefe ist recht gut. Also dieser Madeira, wenn ich mal kurz hier ein bisschen probiere, hat eine wunderbare Nussigkeit, ist auch eine Süße dabei. Vielleicht so ein bisschen was wie dunkler Waldhonig. Ganz entfernt könnte man vielleicht an sehr reife Kirschen denken. Und dann aber auch merkt man schon so ein bisschen so eine Frische, so eine, die, glaube ich, von der Säure kommt. Auch das ja wichtig für die Reifung nachher im Fass. Das ist also eine gute Balance, die wir haben zwischen Süße und Säure, was sicherlich dem Whisky-Finish sehr gut tun wird, weil wir wollen den Whisky auch nicht erschlagen mit den Madeira-Noten, sondern ihn additiv verbessern, und das gelingt hoffentlich ganz gut mit diesem Madeira, den ich ausgesucht habe. Ich werde mal in der Beschreibung einen Link
zu den Infos zu diesem Madeira-Wein. Wenn das jemand interessiert, kann er sich das in der Beschreibung dann ansehen oder über die Beschreibung dann den Link klicken und dann hat er das. Und ja, vielleicht mal kurz noch ja, ist etwas, was jetzt kommt mehr Fruchtigkeit im Mund, ist er deutlich fruchtiger, als er in der Nase war. Und ist natürlich irgendwo ein Süßwein, aber er hat Säure, er hat auch andere Aromen, die eher in diese Richtung gehen. Vielleicht auch was wie so frische Orange. Und das sind alles Aromen, die Bourbon, fast gereifter Whisky, eher weniger hat. Und deswegen sollte das im Zusammenspiel hoffentlich gut funktionieren. Aber jetzt geht es darum, das Fass zu befüllen damit. Wie gesagt, ich habe hier 4 Flaschen. Ich habe ein bisschen auch schon Wasser reingemacht, damit wir das Fass wirklich komplett befüllen. Das ist recht wichtig, dass möglichst wenig Luft im Fass verbleibt, weil es einfach bei kleinen Fässern kontraproduktiv ist, wenn Luft enthalten ist. Dann geschieht die Reifung sehr viel schneller und es kann eben auch schneller dazu kommen, dass was auch immer im Fass ist, kippt. Und deswegen sollte man komplett befüllen. Und das machen wir jetzt einfach. Fangen wir mal an mit dem ersten Kollegen. Hier ist jetzt schon ein bisschen Wasser mit vermischt. Das kann man machen. Ist hier destilliertes Wasser, sollte man nutzen. Also nicht, dass zu viele Dinge da drin sind, wie Chlor oder ähnliches. Das wäre jetzt auch nicht toll. Würde jetzt auch nicht komplett die Sache massiv beeinträchtigen wahrscheinlich, aber es ist einfach klüger, hier mit destilliertem Wasser zu arbeiten. So, der Madeira ist nun im Fass. Das Fass ist auch fast voll. Ein bisschen Madeira ist tatsächlich übrig geblieben hier, was auch nicht schlecht ist, da ich immer wieder kontrollieren werde, wie der Füllstand ist, und ich kann dann auch immer ein bisschen mit Madeira noch nachgießen. Der bleibt für heute Abend und der, wie gesagt, als Gegenprobe. Das heißt, das Fass werden wir jetzt verschließen, wenn wir ein bisschen vorsichtig sein, weil da tatsächlich ein bisschen was rausgeht von dem guten Stoff, aber gut, so ist das Leben. Dann machen wir noch einen kleinen rum, damit das Ding auch durchaus dicht ist. Und jetzt ist die Vorbelegung initiiert. Das Fass kommt jetzt, im Keller habe ich leider nicht. Das wäre am besten, weil dann natürlich die Temperaturschwankungen wenig sind und recht gleichbleibend, obwohl Temperaturschwankungen gar nicht so falsch sind. Aber wir haben so einen Vorratsraum, der ein bisschen tiefer liegt und in dem auch keine Heizung ist oder ähnliches. Da kommt das Fass jetzt hin. Heute ist der 2. Januar 2026. Ich werde, denke ich, das erste Mal Ende Januar 2026 gucken, wie sich das entwickelt hat, der Madeira im Fass. Vorher werde ich schon 1-2 Mal gucken, ob die Füllmenge passt, und dann von da an, von den 4 Wochen an, werden wir dann wahrscheinlich in kürzeren Abständen alle 2 Wochen gucken. Ja, vielen Dank, das war der zweite Teil. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen oder Anmerkungen in den Kommentaren. Das ist auch immer cool. Ich freue mich drauf. Ist natürlich ein bisschen gut. Ding will Weile haben. Also so schnell kommt man da nicht dazu. Wie gesagt, den Whisky habe ich auch noch nicht. Vielleicht mache ich auch einen 3. Teil, wo ich dann ein bisschen drüber schwadroniere, welchen Whisky ich dann vielleicht nehmen könnte. Okay, vielen Dank und weitermachen.